Flughäfen sind so unbequem. Ja? Ja, ja. Beim Check-in haben die Zollmänner du zu mir gesagt. Ja. Ja, ist ein bisschen frisch. Die haben einem jungen Mann mit Migrationshintergrund, die haben den gefilzt. Und dann haben die 20 Holzbesen und 14 Raketenwerfer bei dem gefunden und getrocknete Tomaten. Meinst du, er hat was mit diesem Dschihad zu tun? Warte mal kurz. Einen kleinen Gartensalat, bitte. 14 Euro. Okay, wir sehen uns dann dort. Flughäfen sehen aus wie Gulags. Es ist jetzt 5:15. Ach, ich liebe Hotels. Ich fühle mich hier immer so sicher. Da habe ich ein schönes Schiff auf dem Schrank. Mag ich besonders. Ah, hier ist mir was kaputt gegangen. Ach, das hat mir für mich ein armer arabischer Künstler, hat mir den Willkommensteppich geknüpft. Hier in der Vitrine habe ich all die Souvenirs fein säuberlich aufgereiht. Hier unten haben wir die Asian Girls. Hier die Golden Girls aus Ägypten. Amber Girls. Black Girls. Cheeks. Bierkrüge aus dem Harz. Ja, und dieses? Ich habe Angst. Blumen. Ich mache nochmal ein 360 um diesen Kronleuchter. Nun gehe ich im Stechschritt in den deutschen Pavillon. All the things you said, running through my head, running through my head, running through my head. All the things you said, running through my head, running through my head. All the things you said, is not enough. Yes, I've lost the this is not enough. All the things you said, Echt flyes Video. Jetzt bin ich schon eine ganze Weile hier durch die Giardini gelaufen. Ein paar Sachen sind wirklich ganz schön. Die Biennale, das ist ein jährlich stattfindendes Kunstfest in Venedig, wo die größten KünstlerInnen aller Nationen ausgestellt werden. Besonders gefallen mir die Giardini, diese fast verwunschenen Gärten, in denen die Pavillons so werden wie Tempel. Wäre denn nur nicht dieses grün glimmende Schiff der Shackle Corporation, das seit nunmehr 60 Jahren um die Giardini herumfährt? Ich glaube, das nehme ich. Das nehme ich, glaube ich. Ich glaube, das nehme ich. Ich nehme das da, auf jeden Fall das. Auf jeden Fall das nehme ich. Das nehme ich auf jeden Fall. Hey, herzlich willkommen zum Gulag HD Biennale Special. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin hier mit meinen Freunden Arun Arioki, Leonardo und natürlich mit Gudrun. Und das nehme ich auf jeden Fall. Das sieht richtig lecker aus. Das nehme ich. Boah, krass, das nehme ich. Das nehme ich. Und Oh, no. Tutto bene? Va Tutto bene, bene? molto bene. Leonardo, come Venezia? Va bene, Mona Lisa, Venezia, Firenze, Leonardo, Mona Lisa. Bellissimo. Vino e fango, Italien. Das Essen war wirklich hervorragend. Heil Hitler. Seit dem 11. September war das Rauchen in der Stadt verboten, weshalb ich mich in eine dunkle Gasse zurückziehen musste, um dort in Ruhe eine Zigarette rauchen zu können. Auf meinem Weg begegneten mir immer wieder seltsame Gestalten, die Taschenlampen auf ihre Köpfe montiert hatten. Und wie der Zufall es wollte, verlief ich mich und verlor meine Genossen. Die Ereignisse spitzten sich zu. Was stimmt nicht in dieser Stadt? Es hat vorhin einen lauten Knall gegeben. Gott, wir sorgen um Gudrun. Who are you and why are you dressed like this? We have everything under control, yeah.
No, già fatti dei problemi. No, we like it clean. Our uniforms, you know. We will be there when you need us. But that time is mine, you know. Hey Boys and Girls, nicht nur sieht man überall Navy-Offiziere in der Stadt, es sind auch überall Läufer mit Lampen auf der Stirn. Ich glaube, das hat was mit dem abgestürzten Fluggerät zu tun. Warum laufen Sie an? Warum rennen Sie denn? Haben wir das abgestürzte Fluggerät inzwischen gefunden? Das Flugzeug. Der Krieg ist doch vorbei! Woher kam der Knall? What's going on? People are dying. Dying people. What's going on? Racing for Lotte. People were killed by Andreas Lubitz with German wings. Flight A320. This is the biggest thing I ever was part of. What happened? Leonardo lädt gerade sein Mana auf. Text. Why are you running? Why am I running? Oh my God! He's planting a jihadist bomb and then... Thanks. Thank you, man. You defused the bomb. Es ist nun klar, dass es sich um Bomben handelt. Gulag ist vor Ort. Live zurück. Gudrun! Es ist die Pest, die ist ausgebrochen in Venedig. Die Pest ist ausgebrochen in Venedig. Es sind verschiedene Cholera-Herde in der ganzen Stadt verteilt. Ärzte ohne Grenzen, Johanniter, Caritas, Gulag HD, Johanniter, Ärzte ohne Grenzen, alle sind in Venedig, um die verschiedenen Syphilis-Herde einzudämmen. Überall Krankenstationen, überall Feldbetten, überall Tote, Leichenberge in der ganzen Stadt verteilt. Tote, Pest ist ausgebrochen in Venedig. Die Cholera-Herde sind überall verstreut. Das erste Schiff mit Versorgungsgütern kommt an. Die Stadt wurde hermetisch abgeriegelt. Niemand kommt mehr rein. Es können nur noch Schiffe des US-Militärs rein. Hilfe! Hier! Es ist doch nach Mallorca abgebogen. Wir haben herausgefunden, worum es hier geht. Es ist die Airbus A88 von der German Wings in den deutschen Pavillon gestürzt. Sie haben es geschafft. Sie haben die Bombe entschärft. Die Pest ist aus. Alle Ärzte sind hier. Ärzte ohne Grenzen. Die Gentrifizierung in Venedig ist inzwischen so stark, dass die Leute sich keine Wohnung mehr leisten können und den ganzen Tag durch die Stadt rennen, um Bomben von Terroristen zu entschärfen. Mein Freund Leonardo da Vinci sagte mir jedoch, dass das Problem bald gelöst sei, weil er gerade an einem großen protomechanischen Gulag arbeitet, um das Problem der Obdachlosen in Venedig bald zu bereinigen. Eben dieser italienische Freund hatte sich indes unbemerkt von der Gruppe gelöst. Was wir von ihm haben, ist bloß diese Aufnahme, bei der niemand genau weiß, worum es sich handelt.
hatte es für eine gute Idee gehalten, einen Rückflug zu buchen, der über Dubai geht, sodass ich noch etwas Zeit habe, Souvenirs zu kaufen. Gonna get us. They're not gonna get us. Not gonna get us. Not gonna get us. Not gonna get us. Even the night that falls all around us.